Stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug. Du bist auf 10.000 Meter Höhe. Unter dir nix als Wolken. Über dir nix als Himmel. Du vertraust der PHYSIK. Aber jetzt stell dir vor, du würdest den Piloten fragen, warum fliegt dieses Flugzeug eigentlich? Und er antwortet dir, ehrlich gesagt, das weiß niemand so GANAU. Du würdest wahrscheinlich die nächste Notluke suchen. Lass das kurz sagen. DANN. Genau das hat Richard Feynman gesagt. Nicht wortwörtlich über den Piloten, aber über die Physik selbst. Er sagte einen Satz über Flugzeuge, der die gesamte Luftfahrt in Frage stellt. Ein Satz, der Physiker bis heute BESCHE, FTIGT. Und nein, es geht nicht darum, dass wir nicht wussten, wie man Flugzeuge baut. Wir bauen sie. Sie fliegen. Jeden Tag. Millionenfach. Das Problem liegt tiefer. Das Problem liegt in der Frage, was es eigentlich bedeutet, etwas zu verstehen. Und diese Frage, sie sprengt nicht nur die Luftfahrt. Sie sprengt alles, was du über Physik zu wissen. GLAUBST. Das erfährst du JATZT. Willkommen bei Feynman erklärt. Hier geht es nicht um Formeln, nicht um Auswendiglernen, nicht um Prüfungen bestehen. Es geht um echtes Verstehen, so wie es Richard Feynman selbst gelehrt hat. Schritt für Schritt, ohne unnützen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die die Physik verdient. Okay. Bevor wir zu Feynmans Satz kommen, müssen wir zuerst etwas loswerden. Etwas, das du wahrscheinlich in der Schule gelernt hast. Etwas, das in Schulbüchern steht, in Dokumentationen. Auf unzähligen KANELAN. Und es ist FALSCH. Die Geschichte geht so. Ein Flugzeugflügel ist oben gewölbt und unten flach. Die Luft teilt sich an der Vorderkante. Ein Teil strömt oben entlang, ein Teil unten. Weil der obere Weg länger ist, wegen der Wölbung, muss die Luft oben schneller strömen, damit beide Luftteilchen GLAICHZEITIG an der Hinterkante ankommen. Schnellere Luft oben bedeutet nach Bernoulli niedrigerer Druck. Langsamerer Luft unten, höherer Druck. Der Druckunterschied drückt den Flügel nach oben. Das ist AUFTRIEB.KLINGT. Logisch, oder? Es ist komplett FALSCH. Die NASA selbst, ja? DIA NASA, hat eine ganze Webseite, die diese Theorie widerlegt. Sie nennt sie die Equal Transit Time Theory und sagt klipp und klar, das ist falsch. Die Luftteilchen oben und unten treffen sich gleichzeitig an der Hinterkante. Tatsächlich kommt die Luft oben weil schneller an als die unten. BLAIB. Kurz bei mir. Denn jetzt kommt der Teil, der wirklich verstörend IST. In echten Windkanalexperimenten sieht man, die Luft über dem Flügel ist nicht nur etwas schneller, sie ist massiv schneller. Sie erreicht die Hinterkante, bevor das untere Luftteilchen überhaupt die Hälfte geschafft hat. Und jetzt kommt die Frage, die alles DRAHT.WANN, die Equal Transit Time, falsch ist. Warum fliegen Flugzeuge dann? Die kurze Antwort, Flugzeuge fliegen, weil sie Luft nach unten drücken. Newtons drittes Gesetz. Aktion gleich Reaktion. Der Flügel drückt Luft nach unten, die Luft drückt den Flügel nach oben. Die lange Antwort. Und hier wird es seltsam. Wir wissen nicht genau, wie der Flügel die Luft nach unten drückt. Also nicht warum im Sinne von Newtons Gesetzen, sondern was genau auf der strömungsmechanischen, molekularen Ebene passiert. Es gibt mehrere konkurrierende Erklärungen. Alle liefern korrekte mathematische Vorhersagen. Keine liefert ein vollständiges, intuitives BILD. Lass mich dir die 3 wichtigsten zeigen. Doppelpunkt. Erstens, der Anstellwinkel. Der Flügel ist leicht nach oben gekippt. Er trifft die Luft schräg und zwingt sie nach unten. Das funktioniert. Ein Brett ohne jede Wölbung erzeugt Auftrieb, wenn du es schräg genug hältst. Flugzeuge könnten theoretisch mit komplett flachen Flügeln FLIEGAN. Aber das erklärt nicht alles. Denn warum fliegen Flugzeuge dann auch bei sehr geringem Anstellwinkel? Warum erzeugt ein symmetrischer Flügel Auftrieb? Zweitens, die Zirkulation. Um einen Flügel herum entsteht eine rotierende Luftströmung, ein mathematisch perfekt beschreibbarer Wirbel. Diese Zirkulation beschleunigt die Luft oben und bremst sie unten. Ergebnis: AUFTRIEB. Das Problem? Die Zirkulation ist eine mathematische Abstraktion. Sie beschreibt, was passiert. Aber warum entsteht sie? Wo kommt sie her? Drittens, der Anfahrwirbel. Wenn ein Flügel beginnt, sich durch die Luft zu bewegen, entsteht an der Hinterkante ein Wirbel. Wie ein kleiner, unsichtbarer Tornado, der sich vom Flügel löst und davonfliegt. Als Reaktion darauf entsteht um den gesamten Flügel herum die ZIRKULATION. Das ist die physikalisch ehrlichste Erklärung. Der Flügel wirft einen Wirbel ab und allein deshalb kann er fliegen. Ohne diesen abgeworfenen Wirbel
Kein AUFTRIEB. Lasst das kurz sagen. AIN Jet mit 300 Tonnen, 300 Passagieren, Gepäck, Kerosin. Fliegt, weil einen winzigen, unsichtbaren Wirbel an seiner Hinterkante ZURUCKLASST. Und jetzt wird es politisch. In der PHYSIK. Es gibt zwei Lager. Lager Bernoulli und Lager Newton. Und sie können sich nicht einigen. Seit über 100 Jahren. Lager Bernoulli sagt, der Auftrieb kommt vom Druckunterschied. Die schnellere Strömung oben erzeugt Unterdruck. Der Flügel wird nach oben UGT. Lager Newton sagt, Unsinn. Der Flügel drückt Luft nach unten. Die Gegenkraft drückt den Flügel nach oben. Ende der GESCHICHTE. Beide haben recht. Mathematisch. Du kannst den Auftrieb mit der Bernoulli-Gleichung berechnen und kriegst das richtige Ergebnis. Du kannst ihn mit Newtons Impulserhaltung berechnen und kriegst das RICHTIGEE RGEBNES. Aber die beiden Erklärungen widersprechen sich in dem, was sie als URSACHE Bene nennen. Das ist, als würdest du zwei Leute fragen, wie ein Auto funktioniert. Der eine sagt, der Motor verbrennt Benzin und treibt die Räder an. Der andere sagt, die Reibung zwischen Reifen und Straße bewegt das Auto vorwärts. Beide haben recht. Aber sie beschreiben völlig unterschiedliche Ebenen der KAUSALITET. Bei Flugzeugen ist es dasselbe. Nur, dass die Physiker sich seit über 100 Jahren nicht einigen können, welche Ebene die richtige IST. Und rate mal, was der wissenschaftliche Konsens heute IST. Es gibt keinen. Im Jahr 2020 veröffentlichte Scientific American einen Artikel mit der Überschrift No one can explain why planes stay in the air. Kein Einzelfall. Die Debatte tobt. In Fachjournalen, auf Konferenzen, zwischen Professoren, die ihr ganzes Leben Aerodynamik gelehrt, HABAN. Und das bringt uns endlich zu FAINAMAN. Richard Feynman war nicht nur Physiker, er war der große Entlarver von Scheinwissen. Er hasste es, wenn Leute Formeln aufsagten, ohne wirklich zu verstehen, was DAHINTERS Und einmal, in einer legendären Vorlesung, nahm er sich das Flugzeugproblem VOR. Seine Frage war nicht, wie berechnet man Auftrieb? Diese Frage war längst beantwortet. Ingenieure berechnen Auftrieb jeden Tag, mit brutaler Präzision. Jedes Flugzeug, das du jemals betreten hast, wurde mit diesen Berechnungen gebaut. Und Goethe steht FAINAMANS. Frage war viel GEFAHRLICHER. Er fragte, verstehen wir WIRKLICH, warum Flugzeuge fliegen? Und seine Antwort war im Kern, nein. Wir können es berechnen. Wir können es vorhersagen. Wir können Flugzeuge bauen, die sicher und zuverlässig fliegen. Aber wenn du mich fragst, wer es genau auf der Ebene der Luftmoleküle passiert, warum genau der Druck oben niedriger ist, woher die Zirkulation wirklich kommt, dann müssen wir zugeben, wir haben kein einfaches, vollständiges, intuitives BILD.FAINAMAN, sagte sinngemäß. Es gibt kein AINFACHES, physikalisches Prinzip, das den Auftrieb eines Flügels vollständig und widerspruchsfrei erklärt. Nicht Bernoulli allein, nicht Newton allein. Nicht die Zirkulation allein. Jede Erklärung greift zu kurz. Jede vereinfacht an einer Stelle, die eigentlich entscheidend IST. Und das ist der Satz, der die gesamte Luftfahrt in Frage STELLT. Nicht, weil Flugzeuge nicht fliegen würden. Sie fliegen ja. Sondern weil unser Verständnis davon, warum sie fliegen, auf einer Lücke beruht. Einer Lücke, die wir mit Mathematik stopfen. Aber nicht mit echter Intuition füllen. KÖNNAN.WIR wissen, dass es funktioniert. Wir wissen nicht wirklich, WARUM. Und jetzt, kurz vor dem Ende, die eigentliche Bombe. Das hier ist NICHET, nur ein Problem der LUFTFAHRT. FAINAMAN hat das Flugzeug nur als Beispiel benutzt, um etwas viel Größeres zu zeigen, Quantenmechanik. Wir können sie berechnen, mit unfassbarer Präzision. Auf 12 Nachkommastellen genau. Das Elektron tut genau das, was unsere Gleichungen vorhersagen. Aber WARKLICH verstehen, was da passiert. Auf einer Ebene, die unser Gehirn greifen kann. Das tun wir nicht. FAINAMAN selbst sagte, I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass niemand die Quantenmechanik VARSTEHT. Was bedeutet es, etwas zu verstehen? Bedeutet es, dass wir es berechnen können? Dann verstehen wir Auftrieb? Dann verstehen wir Quantenmechanik.
dann verstehen wir fast alles. B, E, D, E, U, T, E, T. S, dass wir eine Analogie haben, die unser Gehirn begreifen kann. Ein Bild, eine Geschichte, etwas Greifbares. Dann verstehen wir Auftrieb vielleicht nicht. Und Quantenmechanik schon gar nicht. F-A-I-N-A-M-A-N-S. Punkt war, die Natur schuldet uns keine einfache Erklärung. Sie schuldet uns keine intuitive Analogie. Die Tatsache, dass unser Gehirn, gebaut von der Evolution, um Bären zu sammeln und Gefahren auszuweichen, nicht um Strömungsdynamik zu visualisieren. Die Tatsache, dass dieses Gehirn bei der Aerodynamik an seine Grenzen stößt, ist keine Schwäche der PHYSIK-Punkt. Es ist die Physik, die ehrlich zu uns ist, über die Grenzen unserer eigenen WAHRN-EHMUNG-Punkt. Das Zugeben von Unwissenheit ist keine Niederlage. Es ist der Beginn echter Wissenschaft. F-A-I-N-A-M-A-N hätte an dieser Stelle gestoppt und gefragt, hast du es wirklich verstanden? Oder hast du nur gelernt, die richtigen Worte in der richtigen Reihenfolge zu sagen? Das nächste Mal, wenn du in einem Flugzeug sitzt und aus dem Fenster schaust, wirst du etwas anderes sehen. Nicht nur eine Maschine, die dich von A nach B bringt, sondern ein Rätsel. Ein fliegendes Rätsel, das die klügsten Physiker der Welt seit über 100 Jahren nicht vollständig intuitiv durchdrungen HABEN. Du wirst den Flügel anschauen und wissen, da draußen, direkt neben der Tragfläche, passiert etwas, das niemand in letzter Tiefe erklären kann. Ein unsichtbarer Tanz von Luftmolekülen, ein winziger abgeworfener Wirbel, eine Druckwelle, die 300 Tonnen Metall in den Himmel STAMMT. Und das ist okay. Das ist nicht das Versagen der Wissenschaft. Es ist ihre SCHÖNHEIT.DENN. Die beste Wissenschaft beginnt nicht mit einer Antwort. Sie beginnt mit dem Eingeständnis. Ich weiß es nicht. Aber ich will es herausfinden, wenn dich dieses Thema fasziniert. Und ich glaube, es tut es. Sonst wärst du nicht bis hierher geblieben. Dann lass uns diesen Weg gemeinsam weitergehen. Abonniere diesen Kanal nicht, weil ich dich darum bitte, sondern weil hier Physik passiert, die sich lohnt. Schritt für Schritt, ohne Formeln, ohne unnützen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die die Physik verdient. Bis zum nächsten Mal.